Wie wird eigentlich die Höhe der zumutbaren Belastung bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art berechnet? Das erfahren Sie in diesem Video. Hallo liebe Zuschauer, hier ist wieder Jutta Martin. Ich bin Diplom-Finanzökonom, Autorin mehrerer Steuerratgeber und Online-Kurse zum Thema Steuererklärung selber machen und leite seit fast 30 Jahren eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins. Zu den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art habe ich schon mal ein ausführliches Video gemacht. Den Link dazu finden Sie hier unter diesem Video. Schauen Sie sich das ruhig an, wenn die eine oder andere Frage auftritt. Für unser heutiges Video haben wir wieder unseren Beispielrentner Willi Weise. An seinem konkreten Fall zeige ich Ihnen ja die Zahlen und Fakten, wie sich das steuerlich oder nicht steuerlich auswirkt, wenn Sie Arztrechnungen, Zuzahlungen und so weiter haben. Sichern Sie sich schon mal hier unter diesem Video einen kostenlosen Report für die Vorbereitung der Steuererklärung, entweder für Arbeitnehmer oder für Rentner. Bleiben Sie dran, schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Nur wenn Sie die Höhe Ihrer zumutbaren Belastung kennen, also das ist so eine Art Selbstbeteiligung, wissen Sie, ob sich Ihre außergewöhnlichen Belastungen überhaupt steuerlich auswirken und ob es sich lohnt, noch fehlende Belege zu besorgen. Sie listen also Ihre gesamten Krankheitskosten auf, zum Beispiel die ganzen gesetzlichen Zuzahlungen, Arztrechnungen, Brille, Zahnersatz und so weiter, aber auch die durch die gewaltigen Wassermassen im Sommer 2021 in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz entstandenen Schäden für existenziell notwendige Gegenstände. Also Aufwendungen für die Beseitigung von Schäden aufgrund von Hochwasser, Brand oder ähnlichen Ereignissen und die Wiederbeschaffung existenziell notwendiger Dinge können Sie ebenfalls in Ihrer Einkommensteuererklärung als außergewöhnliche Belastungen allgemeiner Art geltend machen. Davon ziehen Sie die Erstattungen zum Beispiel von Ihrer Krankenkasse oder von einer privaten Zusatzversicherung ab. Diese Kosten werden dann noch um die sogenannte zumutbare Eigenbelastung gekürzt. Und wie wird diese zumutbare Eigenbelastung nun berechnet? Also die Höhe der zumutbaren Belastung richtet sich nach verschiedenen Kriterien und zum einen nach ihrem Gesamtbetrag der Einkünfte, nach der Anzahl ihrer Kinder, für die sie Anspruch auf Kindergeld oder einen Kinderfreibetrag haben, und ihren Familienstand. Es gibt sozusagen 3 Einkünftestufen. Die erste Stufe ist bis 15.340 Euro, die nächste, die zweite, ist über 15.340 Euro bis 51.130 Euro und die dritte ist eben über 51.130 Euro. Kapitaleinkünfte, die der Abgeltungssteuer unterliegen, werden für die Berechnung der zumutbaren Belastung nicht in den Gesamtbetrag der Einkünfte einbezogen. Das gilt auch dann, wenn Sie die Kapitalerträge in Ihrer Steuererklärung angeben, ja, um zum Beispiel einen nicht ausgeschöpften Sparerfreibetrag geltend zu machen. Wie kommen Sie nun zum Gesamtbetrag der Einkünfte? Das ist sicherlich die Frage, die Sie interessiert. Also Einkünfte sind erstmal Einnahmen abzüglich der Werbungskosten. Ja, und wenn man verschiedene Einnahmensarten hat und Werbungskosten, muss man einiges zusammenzählen. Also das nennt sich dann Gesamtbetrag der Einkünfte, errechnet sich aus der Summe der Einkünfte abzüglich des Altersentlastungsbetrags, des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende und des Freibetrags für Land- und Forstwirte. Wir schauen uns mal gleich auch nochmal in der Software unseren Beispielrentner Willi Weise an. Er hat einen Gesamtbetrag der Einkünfte von 38.201 Euro. Wir haben gesagt, hier nochmal 3 Einkommensstufen. Bis 15.340 werden 5% berechnet. 5% von diesen 15.340 sind 777. In der zweiten Stufe, hier sehen wir es nochmal, der Willi Weise hat den Grundtarif und kriegt dann in der zweiten Stufe dann mit 6% berechnet. Das ist die Differenz, also die Differenz von den 15.340 zu den 38 sind diese 22.861, davon 6% machen 1.371 und so ergibt sich insgesamt eine zumutbare Belastung
von 2.138 € bei unserem Rentner Willi Weise. Er hat jetzt 1.480 € Rechnungen, die er nachweisen kann, und hat eine zumutbare Belastung, die höher ist. Also hat er steuerliche Auswirkung gleich 0. Wir sehen uns gleich nochmal in der Software, da zeige ich Ihnen das nochmal anhand der Zahlen. So, wir sind jetzt in der Software, in dem Steuerfall Willi Weise, und wir haben hier unter weitere außergewöhnliche Belastungen, also diese Belastung allgemeiner Art, haben wir die Zahnbehandlung und Zahnersatz für 580 € erfasst, und er kriegt hier aufgrund seiner Behinderung 900 € für Fahrkosten. Sie sehen jetzt hier oben schon, da steht in der Software, steht gleich diese zumutbare Belastung. Wir hatten ja alle Einkünfte, alles eingegeben. In der Software wird es automatisch berechnet, und da sehen Sie schon, dass die zumutbare Belastung höher ist als Ihre Ausgaben. Ich zeige Ihnen gleich auch noch, wie das funktioniert, wenn Sie keine Software verwenden. Wir gucken mal hier oben auf Ergebnis. Wir haben jetzt hier seine Einkünfte, der kriegt Pension und mehrere Renten. Das wird alles addiert, dann gehen hier zwischendurch diese Werbungskosten ab. Und dann haben wir hier die Summe der Einkünfte. Und von den Einkünften, hatten wir ja gesagt, geht unter anderem der Altersentlastungsbetrag ab und der Freibetrag für Land- und Forstwirte und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Also in dem Beispiel von Willi Weise ist es der Altersentlastungsbetrag. Und dann kommen wir zum Gesamtbetrag der Einkünfte. Diese 38.201, die ich Ihnen vorhin auch in der Folie gezeigt habe. So, und das ist nicht zu verwechseln mit dem zu versteuernden Einkommen. Also der Gesamtbetrag der Einkünfte ist höher als das zu versteuernde Einkommen. Ja, das ganz kurz zu Ihrer Erläuterung. Und jetzt zeige ich Ihnen gleich noch, wie das auf dem Rechner aussieht. So, wer also von Ihnen keine Software benutzt, der kann den kostenlosen Rechner der Akademischen Arbeitsgemeinschaft aus Mannheim kostenlos nutzen. Und zwar stelle ich Ihnen den Link unter diesem Video. Da steht dann dabei, dass es eben dieser kostenlose Rechner ist. Und hier müssen Sie jetzt den Gesamtbetrag der Einkünfte eingeben. Falls Sie sich erinnern, wir hatten bei Willi Weise diese 38.201 und wir wollen kein Steuerjahr vor 2012 berechnen. Er hat keine Kinder und er hat den Grundtarif. Und da sehen Sie hier diese 5% bis 15.340 plus die 6% von 22.861 ergibt denn, also für 7% in der dritten Stufe haben wir 0, ergibt denn wieder diese zumutbare Belastung von 2.138. So, und dann ist hier noch ein Vergleich vor der Reform. Wir hatten 2017 eine Reform bei der Berechnung der zumutbaren Belastung. Damit müssen Sie sich aber nicht belasten. Ja, schauen Sie sich das nochmal in Ruhe an, halten Sie das Video an, wenn Sie sich nochmal die Tabelle angucken. Wenn man sich da reindenkt, ist es eigentlich ganz einfach. Ich will Ihnen nur dabei helfen, dass Sie sich unnütze Zeit ersparen, für die Belege zusammenzusuchen, oder die Apotheken, die brauchen ja manchmal auch tagelang, um diese Ausdrucke zu erstellen. Also die zumutbaren Belastungen sind in der Höhe schon ganz schön enorm, und wenn Sie da nur 100 oder 200 € Zuzahlungen haben, dann hat das keine steuerliche Auswirkung. Aber auch wenn die Kosten unter der zumutbaren Belastung liegen, ich trage immer alles ein, und vor dieser Reform habe ich das auch gemacht und es hat sich dann bewahrheitet. Danach wurden automatisch von Amts wegen einige Steuerbescheide geändert und die Mitglieder haben noch einige Euros zurückbekommen. Also ruhig immer alles eintragen, auch wenn Sie schon von vornherein sehen, dass es sich nicht lohnt. Ja, das war jetzt im Prinzip einmal die Software und einmal, wer die Vordrucke benutzt. Das ist für Sie zur groben Orientierung, dass Sie wissen, aha, so und so viel muss ich erstmal zusammenbekommen, damit ich eine steuerliche Auswirkung habe. Ja, dadurch, dass die zumutbare Belastungsgrenze in jedem Jahr erneut überschritten werden muss, kann man einige Dinge planen. Ja, worauf sollten Sie achten? Also erstmal ist für jeden diese Belastungsgrenze anders. Ich hoffe, das kam in diesem Video zum Ausdruck. Und dann muss, wie gesagt, jedes Jahr diese zumutbare Belastung überschritten werden. Sie können aber ein bisschen planen. Also nehmen wir mal an, Sie sagen jetzt, also
Ich kaufe mir jetzt im Oktober eine Brille, die kostet über 1.000 €. Und mein Mann, der braucht neue Kronen oder irgendeinen anderen Zahnersatz. Das machen wir dann im Januar. Ist falsch, steuerlich gesehen falsch, wenn Sie solche Anschaffungen planen, egal ob Brille, Kontaktlinsen, Hörgeräte, Zahnersatz, Arztbehandlungen, vielleicht auch Laserbehandlung für die Augen. Versuchen Sie innerhalb eines Jahres, also zwischen dem 1.1. und dem 31.12., alles machen zu lassen und auch zu bezahlen. Also die Zahlung muss auch im selben Jahr erfolgen, weil das Finanzamt immer nach diesem Zufluss- und Abflussprinzip geht. Ja, wenn Sie jetzt eine teure Rechnung vom Dezember haben und die erst im Januar bezahlen, dann geht die erst im Folgejahr rein. Ja, und ich muss oft schmunzeln, wenn ich so in Gesprächen höre, wenn sich Leute unterhalten, auch was ich alles von der Steuer abgesetzt habe, meine Apothekerquittungen und das alles so. Es ist immer putzig, aber keiner schaut sich die Erläuterung im Steuerbescheid an oder gar die Zahl, wo dann drin steht, zumutbare Belastung X, Aufwendungen Y, steuerliche Auswirkungen 0, weil diese Grenze nicht überschritten wurde. Ja, ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt versteht, warum mit so einer Quittung oder so dieser Jahresauszug aus den Apotheken mit 100 oder 200 € Zuzahlung keine steuerliche Auswirkung hat. Und bitte denken Sie daran, Sie können also alles, was in der Apotheke freigekauft wurde, das steht dann Barkauf oder Freikauf auf dem Beleg, können Sie steuerlich nicht geltend machen. Es muss alles ärztlich verordnet sein. Es gibt auch viele Finanzämter, die fordern sich die Rechnungen von den Brillen und die Verordnung dazu an. Also ich persönlich bin auch Brillenträger und gehe eigentlich zum Optiker, um mir eine neue Brille zu holen, und gehe auch nicht extra zum Augenarzt, weil es eh keine Termine gibt. Und zweitens man unheimlich lange Wartezeiten hat. Aber wenn es ernst auf ernst kommt und das Finanzamt möchte die Verordnung zu der Brille haben und Sie haben die nicht, dann werden diese Kosten gestrichen. So ist eigentlich die Praxis. Ja, ich hoffe, also wie gesagt, Sie haben einiges mitnehmen können aus diesem Video. Und ja, vergessen Sie nicht, sich hier einen Gratis-Report zu holen. Ich habe einen für Arbeitnehmer und einen für Rentner hier unter diesem Video. Und dann bedanke ich mich fürs Anschauen, wünsche Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Video. Jutta Martin.